Perfekt, dann legen wir mal direkt los. Hallo Marc, wie geht's dir Hallo, heute? ja, mir geht's gut. Und dir? Wie geht's dir denn so? Ja, ja, alles gut, alles gut. Heute werden wir versuchen, also ich werde die ganze Zeit mit dir auf Deutsch reden und du gibst mir einige Sätze und, das weiß ich, Wörter, was auch immer, auf Luxemburgisch, wenn du Luxemburger bist. Und Ja, du sprichst genau. natürlicherweise auf Deutsch, Luxemburgisch und dennoch Italienisch, Spanisch. Kannst du dich ein bisschen vorstellen, vielleicht für diejenigen, die dich noch nicht kennen? Ja, genau. Ich glaube, ich werde mir kurz mal mich selbst vorstellen. Also, guten Tag. Mein Name ist Marc. Ich bin 25 Jahre alt und ich spreche muttersprachlich Luxemburgisch und Französisch. Also, ich bin zweisprachig aufgewachsen. Aber ich habe auch in der Schule sehr früh Deutsch gelernt. Deswegen würde ich auch sagen, dass ich Deutsch auch muttersprachlich beherrschen kann. Und dann, als ich 15 Jahre alt war, habe ich dann auch angefangen, Englisch zu lernen. Und das kann ich auch eigentlich so, sag mal, auch muttersprachlich. Also ich würde mal sagen, ich spreche 4 Sprachen wie ein Muttersprachler. Also sehr perfekt, sehr gut. Und dann nebenbei spreche ich auch noch fließend Spanisch, Niederländisch und Japanisch. Und zurzeit lerne ich gerade Russisch. Mein Ziel ist es nämlich, ja, 9 Sprachen zu lernen. Das wäre also eigentlich noch Russisch und Chinesisch. Und danach höre ich aber auf, weil ich dann selbst gemerkt habe, es ist schon cool, sehr viele Sprachen sprechen zu können, aber ich will auch das Ganze auch sehr gut perfektionieren, das ganz gut beherrschen. Ich bin eigentlich, das klingt eigentlich sehr komisch, aber ich habe eigentlich gar nichts mit Sprachen zu tun. Also ich studiere gerade zurzeit Elektrotechnik. Ich bin jetzt zurzeit jetzt im 7. Fachsemester. Ich bin eigentlich gleich fertig damit. Ich muss nur noch eine Projektarbeit und noch eine Bachelorarbeit machen. Aber ich interessiere mich schon sehr für Fremdsprache, weil ich habe halt Gefallen daran, so andere Kulturen kennenzulernen, andere Menschen kennenzulernen und halt einfach nur, ich denke mal, auch die Welt besser zu verstehen. Und ich denke auch vor allem auch für mein Gehirn ist das auch eine sehr gute Übung. Also im Großen und Ganzen will ich aber schon sagen, ich finde Fremdsprachen echt toll und ich bin echt froh, dass ich auch die Chance hatte, schon seit klein auf eigentlich so viele Fremdsprachen erlernen zu können. Also ich sag mal nicht erlernen, aber das natürlich, auf Englisch sagt man to acquire languages. Ich habe keine Ahnung, wer auf Deutsch sagt, aber der Spracherwerb, genau. Die Sprache eigentlich natürlich zu haben. Ich habe keine Ahnung, wie man das sagt. Aber Ja, das ist eigentlich das, was ich eigentlich dazu sagen möchte. Und ja, und heute werde ja, ich was mal machen wir versuchen, heute? ja, also ich werde ihm einfach ein paar luxemburgische, also ich werde auf jeden Fall, ich habe ein luxemburgisches Wort in meinem Kopf und ich Mhm. versuche ihm einfach dieses Wort zu beschreiben, aber das Ganze auf Luxemburgisch, um halt zu sehen, ob jemand, der vielleicht Deutscher ist oder die deutsche Sprache sehr gut beherrschen kann, ob die Person überhaupt in der Lage ist, einen Luxemburger zu verstehen und ob es überhaupt möglich ist, so ein Gespräch also haben zu können, in dem eigentlich nur ich Luxemburg spreche und in dem er nur Deutsch sprechen wird. Ich glaube, das wird schon interessant, denke Ich ich bin mal. schon aufgeregt, muss ich sagen. Alles klar, gut. Sehr gut, sehr gut. Dann legen wir mal direkt los. Okay, gut. Lass uns Da beginnen. fängt mal los mal tun. Also, ich fänke mal ersten Wort tun, okay? Mhm. Das erste Wort als ein groß Goodbye. Und das ist Goodbye, wo immens viel jung Menschen durchgehen. Es gehen immens viel jung Menschen gehen an das Goodbye für zu lehren. Und viel jung Menschen hassen die Platz. Sie haben die Platz nicht gern, mehr, mehr de no, wenn sie die Platz verlosen, wenn die jungen Menschen mehr gehen, so sie de no, ach, das wo auch ein Schenkzeit, weil es wo ein perfekt Platz für sein Kollegen rum zu gesehen und so weiter. An der Platz gehen auch Prüfungen geschrieben. An der Platz gehen auch viel Fächer angeboten. Zum Beispiel Fremdsprachen, Mathematik, Naturwissenschaften und so weiter. Hast du
plus ou moins eng Idee, was ich dir damit will so. Mhm. Okay, ich glaube, ich hab's schon. Ich glaube, ich hab's schon. Es ist eine Ja, Ort, ja, also es geht um, ja, vielleicht die Schule, ja, Schule? ja, Ja, schon, Schule, genau, schon. richtig. Okay, okay. Weil du hast so Harten gesagt. Und das heißt hassen, ja? Die jungen Menschen hassen, an diesen Hasen, Ort zu genau. gehen, ne? Okay. Gut. Sehr Also gut. ich denke für dich mal einfach un. Ich denke, liest du, okay? Ja, 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 Und okay, das okay, mal okay. Ja, Obwirmung. Obwirmung. okay. Okay, Und die gut. werden, die werden mit der Zeit schwieriger, natürlich. Ja, die gehen mehr schwer. Die gehen mehr Sehr gut. schwer natürlich. Die gehen mehr schwer. Gut, dann das nächste Wort. Das nächste Wort ist, das in der. An den der lebt draußen an der Natur. Den, der kann auf Beam klottern, an der ist auch gerne das ein Säugetier, an Aha. der ist ziemlich klein, das ist ziemlich klein, an ich wiederhole noch ein Kehr. Der kann klottern, kann auf Beam klottern. Aufklettern, ne? Also dieses Tier kann aufklettern, auf einem Baum aufklettern oder ja, ein Baum. Äh, Also ja, es kann auf den Baum klottern. Auf den Baum okay, klottern, ja. okay. Und das ist ein Tierchen. Und dieses Tierchen klettert auf einen Baum und isst sehr gerne Nüsse. Und Ja, ja, ist es vielleicht ein Eichhörnchen? richtig, genau. Ah, Das, auf Lützeburg nennt die das ein Kaffeeschelchen. ein, wa ein was bitte? Kaffeeschelchen. Kaffeeschälchen. Wow. Ja, Kaffeeschelchen, ja. Kaffeeschälchen. Schon das Wow. wird, äh, schon das Wort ausgewählt, weil auf Deutsch sieht ihn das Eichhörnchen, mir auf Lützeburg also komplett anders das. Das ist nicht Mhm. identisch. Das Komplett anders. Kaffeeschelchen an, ja, das ist komplett anders das. Noch viel Ausländer und noch Schwierigkeiten, das Wort richtig zu pronuncieren, Aha. auszuschwätzen. Also kann Genau. es sein, kann es sein, dass es vielleicht nur ein reiner luxemburgisches Wort ist? Ja, das ist ein Ja, reines rein Wort, luxemburgisch. genau. Okay, sehr gut. Also das kommt nicht Okay. aus Frankreich oder so, aus Französisch meine ich. Ja, Nein, klar. der Französisch als Écureuil. Écureuil. Ja, Écureuil, ja, genau. ja, Écureuil. ja. Okay, gut. Gut. Tipptopp. Sehen wir der richtige Yay, Erfolg. Gut. war in der Reihe. Ja. Das nächste Wort. Das nächste Wort ist, das noch ein Kehr in der. Das in der ist ziemlich klein. Das ist klein, aber er tut immens viel picken auf direkt. Er tut immens viel picken auf direkt. Und das ist so, wenn du probierst, direkt von dem der unzupacken, geht immens weh, denkst du picken. Und ich weiß nicht, ob du gern Videospieler spielst oder nicht, aber es gibt auch ein Videospiel, wo der Hauptcharakter von dem der ja inspiriert wird. So, Okay, so weil den ich Hauptcharakter. spiele ja, okay. Okay, 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 das geht vorhin. Du spielst kein Videospieler, dann erkläre ich das danach, dass ich klein der lebt an Ja. der Natur, an ob seinem Reck sind du viel picken. Aber wenn du das der uppickst, das geht weh, es pickt. Okay, 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 okay. Also ist es vielleicht, weil also hier in Libanon haben wir, ja, dieses Tier liebt hier in der Natur, glaube ich. Und das ist ein Igel vielleicht? Ja, Nische. Oder, Ja, richtig. Das ist ja, Nische. ein Igel, okay. Igel, sagt man auf Luxemburgisch, oder? Igel? Ja, das ist Ja, Nische, ja, genau, ganz Nische. nah zum Also, Deutschen. ich, ich meine, also Igel als das moderne Lützeburg Wort, es gehört noch in alle Lützeburg Wort, aber ich weiß nicht mehr, ganz genau, wer es wo.
mit Igel als das moderne Lützeburg Wort, weil us sich eigentlich geht noch in rein Lützeburg Wort für Igel. Ich meine, es wo käsig. Ich denke, es wo käsig. Also ich weiß nicht, ob das richtig ist. Okay, weiß es nicht. Ja, natürlich wird das nicht mehr. Mehr ist noch Igel ausgewählt, weil Mhm. eigentlich Igel hat auch rein Lützeburg Wort. Mehr ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Du weißt es nicht. Vielleicht, Okay. also Käse, ich denke, das Käsiger. Der Käsiger. Ich habe keine Ahnung. Käsiger. Okay, und das kommt aus? Lützeburg, Okay, das rein Lützeburg wird, ja. okay. Rein luxemburgisch. Sehr gut. Und Äh, ja, das dritte oder vierte vielleicht. ja, der fällt. Ja, lo Das fängt nun vierte wirklich Wort. schwer zu gehen. Die Ach dreieckig ja, das Feder, vierte. das nur ob wir immer weißt. Hallo, Sehr gut. das fällt wird, das wird wirklich schwer. Und zwar, eigentlich, wir hatten das Enkel gemacht, mir letztes wusste nicht, wie es funktioniert. Also, eigentlich, das Wort müsst du lo kennen. Und das kein Wort, mehr das eine Expression, ein Ausdrucksweise, okay? Okay. Und das, wie, wie siehst du plötzlich zum Beispiel, das eine junge Person, und die junge Person hat gut keine Lust, haut an die Schule zu gehen. Die junge Person oder auf die Universität zu gehen. Sie steht auf und sie hat gut keine Motivation, an die Schule zu gehen. Und sie sieht einfach, ja, haut ging es nicht an die Schule. Am Luxemburgischen gibt es dafür eine Expression, und die Expression ist genau dieselbe Expression wie am Deutschen. Ah, also für Und, diejenigen, die keinen Bock haben, in die Schule zu gehen, meinst du? Die keinen ja, Bock, genau, keine genau. Motivation haben, die Schule zu gehen, ne? Und da Ja, gibt's einen Aus... Okay. an der Expression, du wird ein Farb benutzt. Und Aha. dann noch ein Verb. Okay, Also also das, ja, ich habe eine Frage an dich. Ist es ja, vielleicht ein Sprichwort oder nur ein Aus... eine Wie sagt man? Ausdruck? Expression. Ah, okay. Das ist Ausdruck. eine Expression. Das ist Aha. eine Expression. Und das ist so. Letztes Jahr wusste das auch nicht, aber Mhm. du nur, und nicht die Expression ging. Wenn du dich noch daran erinnern kannst, vielleicht weißt du noch, was war. Wie gesagt, wenn du die Expression am Deutschen kennst, das ist genau dieselbe am Lützeburg. Beim Deutschen, das geht auch die Expression, du, dass du gut keine Motivation hast, an die Schule zu gehen, und du bleibst einfach daheim. So, du bleibst Aha. daheim. Du bleibst zu Hause. Daheim. Ja, Daheim, genau. daheim. Okay. Ja. Okay. An der Expression, du wird ein Farb benutzt. Ein Ah. Farb wird benutzt. Weißt du, kannst du noch erinnern vielleicht, die Expression? Also sich, ja, sich so nicht blau fühlen. Sich etwas fühlen, ne? Du, du warst gerade ziemlich nur drin, und so du hast nur gerade die richtige Antwort gegeben. Habe ich das Richtige gesagt? Also, Du hast will ich nicht. gerade wie drin du hast gerade wie drin die richtige Farbe gesucht. Ich habe die Aber, richtig, okay. Ich habe etwas Richtiges gesagt. ja, du hast nur gerade die richtige Farbe gesucht. Ah, Aber Farbe, nicht, Farbe, Farbe, ja. Farbe. Okay, ich habe die richtige Farbe. Okay. Ja. Äh, okay. Ah. Aber der Verb ist falsch, der Verb ist falsch. Ja, also nicht sich fühlen, sich. Ja, okay, okay, ja, 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 ja. Ich kann mich nicht erinnern. Warte kurz. Okay. Du weißt, ich hab's schon, aber hm. Ich helfe dir. Das Verb, das Verb wird benutzt, dass du ab, wie soll ich erklären? Du, du möchtest etwas.
das Verb benutzt für etwas, also du möchtest etwas. Also das ist ziemlich schwer, das zu erklären. Ähm, Wie soll ich erklären? Das echt, das Verb wird benutzt, für sich zu bewegen. Zu bewegen. Ein Bewegen, ja genau. Also nicht wirklich zu bewegen, mehr und sich, ich sag mal so, das ist ein Verb, ein richtig populär Verb, mit ultra viel verschiedenen Bedeutungen. Und Aha. immens viel an jener Kontext kann eine andere Bedeutung. Zum Beispiel, das Verb kann bedeuten, sich zu bewegen. Das Verb kann auch bedeuten, zum Beispiel, für eine Expression zu benutzen. Mhm. Ähm, okay, das ist okay, wie gesagt, Farbe ist richtig, das ist blue. Süß, der Verb, wie soll ich das erklären? Ich gebe dir mal ein Beispiel. Okay. Zu, zu, zum Beispiel, wenn du am Englischen, gell? Wenn du am Englischen ein froh musst, ist ein rhetorisch froh, wo dann Wort jo oder nähers, gell? Du könnt auch immer so ein Verb benutzt als Hilfsverb. Wie zum Beispiel, gehst du an Schule, gell? Am Englischen, gell, benutzt du ja den Hilfsverb, und du benutzt die Infinitivform von gehen. Verstehst du? Von hören? Nein. Nee, nachher. Okay, zum Beispiel als Verb, du, gell? Ja. Worüber wir gerade schwätzen. Ähm, Zum Beispiel an anderen Sprachen, ich gebe dir einen anderen Tipp, okay? Zum Beispiel am Englischen, gell? Wenn du ein rhetorisch frommes, gell? So, Mhm. entweder das Ja oder Nee, gell? Ähm, Du könntest ja immer ein Hilfsverb benutzt, ein Verb benutzt. Zum Beispiel, gehst du an Schule? Gell? Siehst du, benutzt ich am Anfang das Verb du, Inversion. okay? Das Hilfsverb, gell? Benutzt Mhm. am Anfang das Hilfsverb und du benutzt gehen an Infinitivform. Zum Beispiel auf Englisch. Wie siehst du auf Englisch, gehst du an Schule? Wie siehst du auf Englisch? Do you go to school? Ja, genau. Weil das ist echt Wort, aller echt Wort. Du, okay. Blue machen. Blue machen. Blume, richtig, Blume, genau. Blue Am machen. Deutschen ist es blau machen. Blau machen. Ich Blau mache machen. heute blau. Ja, Ja, richtig. richtig, genau. Richtig. Okay, ja. Das war nicht einfach, ja? Blau Das war machen. nicht einfach. Okay. Und wie sagt das man auf Luxemburgisch? Blau machen. Blue Blau mache. Okay, machen. das gleiche. Zum Beispiel, ich stehe halt auf, ich bin demotiviert, ich mache halt blau. Ich so Aha, ich einfach, mach ich halt mache halt blau. blau. Ja. Ich mach mal blau, ich mach halt blau. Ja. Okay. Genau. Zum nächsten jetzt. Okay, das ist der nächste. Also muss ich ein bisschen überlegen. Ähm, Mal überlegen. ja, genau, ich Irgendwie muss ein was bisschen, machen. warte mal, was könnte ich da noch so, zum Beispiel, nee. Ah, genau. Kennst du vielleicht, okay, dass du nicht mehr ein Wort auf, oder? Nee, oder? Das ist nur ein bisschen schwer, warte, ich habe nur denken. Äh, kennst du? Kennst du das letzte Sprichwort? Wir wollen bleiben, was wir sind. Weißt du, was das bedeutet? Welle bleibe. Kannst du es wiederholen? Kannst du es Ja, nochmal genau. wiederholen? Mal kennst du das letzte Busch, Das Sprichwort. kennst du das letzte Busch, nicht Sprichwort mehr, das ist ein berühmter Lützeburgischer Satz. Okay. Wir So ein wollen, Ausdruckssatz meinst du? Mhm. wir wollen bleiben, was wir sind. Ah, wir bleiben, was wir sind, ne? Also, das ist die Übersetzung ins Deutsche. Wir werden bleiben, was wir sind, ne? Glaube ich. Oder Das wir, war, das war korrekt, weil wir wollen bleiben, wir wir wollen, wollen also wir wollen bleiben, bleiben.
Ja, Was wir was sind. wir sind. Ja, genau. Wir Wir wollen wollen bleiben, bleiben, was wir was wir sind. sind. Ja? Weißt du, hast du plus ou moins eine Idee, was der Satz kann bedeuten? Was es bedeutet. Ja, genau, Also plus ou moins. Ungefähr. 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 Also wir wollen, warte kurz. Wir wollen bleiben, was wir sind. Wir wollen bleiben, da. Ich schreibe was auf, okay? Ich mache so ein, Ja. wir bleiben, wir wollen bleiben, was wir sind. Hm. Wollen bleiben, was wir sind. Also wir werden uns nicht ändern, oder? Also wir ändern uns nicht oder so etwas Ähnliches. Ähm, oder es hat nichts damit zu tun, vielleicht. Ähm, weiß ich nicht. Okay, ich werde ein bisschen helfen. Okay, ich bin ganz ehrlich mit dir. Ich weiß auch nicht ganz genau, ich weiß das so ungefähr, plus ou moins. Ich meine, der Satz will du mal sagen, dass wie Lützeburg, also, das ist meine Hypothese, okay? Das ist meine Hypothese. Lützeburg ist ein ziemlich kleines Land. Mhm. Und ich meine, auch, das ist so klein, und gleich so zwischen Deutschland, Frankreich und der Belgien. Zwischen Deutschland, Frankreich und der Belgien. Und die anderen Länder sind echt so mehr Großländer. Und ich meine, der Satz will du mal sagen, dass, obwohl Lützeburg so klein ist, und ich meine, obwohl Ah, Lützeburg ein ziemlich multikulturell, obwohl Lützeburg ein multikulturell Land ist, also eine multikulturelle Gesellschaft ist, wo alltag immer so im Sprung geschwart gehen. Ich meine, der Satz will aber du mal so, wir sind aber noch immer Lützeburger. So, wir wollen bleiben, was wir sehen, so, wir behalten als Lützeburg Identität. Ähm, mhm. ich wiederhole noch ein Kehr. Das ist meine Hypothese. Ich denke, dass das richtig ist. Ob das Okay. doch wirklich stimmt und ich keine Ahnung mehr. Ich meine, das muss am meisten Sinn. Das muss am meisten Sinn, weil, ja, wie gesagt, wann ihr seht, so, das, wie soll ich erklären? Lützeburg ist nicht so ein berühmtes Land, weißt du. Das ist nicht Richtig. so wie Deutschland oder Frankreich. Zum Beispiel, wenn du siehst, so, ich komme aus Deutschland, ich komme aus Frankreich, ich sehe so, ah ja, Frankreich, Eiffelturm, Paris, Deutschland, Berlin und so weiter. Mit Lützeburg, ich denke so, was das ist. Das ist noch nie hören, dass Lützeburg existiert. Ich meine, dass das, was der Mhm. Satz will, du mal so als Lützeburg Nationalität auch zu behalten und als immer daran zu erinnern, wo wir wirklich herkommen. Also ich Okay. denke wohl, ich denke wohl. Und das macht Sinn überhaupt. Das macht Sinn. Also da Luxemburg vielleicht ein kleines konservatives Land ist, im Gegenteil zu anderen Ländern, die Nachbarländern. Also und daher haben wir dieses Sprichwort oder Ausdruckssatz, wir wollen bleiben, was wir sind. Also wir werden uns nicht ändern, egal was die anderen über uns denkt oder sowas oder was weiß ich. Ja, so etwas. Ähm, Ja, vielleicht. das möchte Sinn. Das möchte am meisten Sinn, ja genau, das möchte am meisten Sinn. Ähm, wie gesagt, gell, es kann sein, dass es komplett falsch ist, was ich dir so. Es kann auch sein, dass ich dir komplette Blödsinn erzähle. Also, du denkst, vertrau mir nicht hundertprozentig. Aber ich meine, das macht aber immens viel Sinn. Mhm, ja, kann sein, kann sein. Sehr gut. Okay, Zum gut, nächsten dann. jetzt. Okay, dann zum nächsten Wort. Und zwar, äh, das nächste Wort. Okay, ja. Vielleicht machen wir noch, also warte mal, wir haben noch Zeit. Ich schaue auf die Aufnahme. Ähm, okay, ja, wir haben noch, also wir können noch drei machen. Drei Worte. Drei Wörter. Ja. Okay, Zwei oder drei drei. Wörter. Hm, vielleicht. Ah, doch. Ein schönes Wort, ein schönes Wort. Ähm, Schieß mal los. das ist ein Platz. Ist das ein Platz? Und du gehst an die Platz, wie zum Beispiel Medikamente. Weißt du, zum Beispiel, ich gebe dir ein Beispiel, okay? Du stehst so
du fühlst dich nicht so gut, du fühlst dich immens schlecht und du denkst so, oh Merd, ich meine, ich gehe lo bei den Doktor. So, ich gehe lo bei den Doktor und ich soll dann mich testen los und ich soll mich in der Sicher los. Und du nur, wird ein Doktor dir eine Preskription machen. Der Mhm. wird dir einfach schreiben, so, ja, Madame, Monsieur, Pipapo, viel zu schlecht. Und das ist gut, wenn die Person A oder B, was weiß ich, was, die halt Medikamente geht holen. Und dann hältst du eine Preskription, oder Mhm. Preskription, was der Doktor dir schreibt, der, der rekommandiert, der empfiehlt. Und dann du nur gehst auf die Platz, du gehst auf die Platz und du weißt auch, du hast noch dein Medikament da gehabt. Das heißt, du gehst auf die Platz, du weißt auch der Person, also du respektiv, du weißt dem Verkäufer oder der Verkäuferin, was wie so was, so deine Preskription, was du brauchst. Und dann Okay, gibt die Person dir auch die entsprechenden Medikamente. Wo du okay. plus ou moins eine Idee, was ich dir will, mal so ungefähr. Oh ja, klar, es ist eine Apotheke vielleicht. Ja, genau. Ja, Da wär's weil du hast schon Medikamente gesagt und Preskription, das ist ein französisches Loanword vielleicht. Ja, klar. Und dann hast du auch, was hast du gesagt? Ja, Preskription, Medikamente, Doktor, Doktor gesagt. Also die ja, genau. Ob, ob Lützeburg als dort eng Abdikt, Abdikt, sagt man. Abdikt. ja, Apotheke. Abdikt, Abdikt. ja, Okay. ja. Okay, ja, das ist ein Abdikt. Gut, dann das nächste wird als dann. Oh, ey, das Mach's ist schon schwieriger das ziemlich diesmal. schwer. Mach's schwieriger. Ja, okay, ich mal ziemlich schwer. Denk mal Okay. nach, denk mal nach. Wir Mm, haben noch Zeit. ja, ich denke mal drüber nur. Was das ein richtig schwer. Ja, schon ein Wort. Schon ein richtig sauer Wort. Oh. Sauer Wort. Ja, das ist ganz klein der. Das ist richtig winzig klein. Und die lebt so auf der Natur. Und und das nie, doch jetzt heinst du allein, wir heinst oft an einer Gruppe. Und ich meine, auch die Tiere leben auch so an Großkolonien. Ich denke mal. Das sind, die leben du draußen, so an der Natur. Mhm. Und die gehen eigentlich auch zu der Kategorie Insekten. So, das sind eigentlich Mhm. so Insekten. So ganz kleine Insekten. Und ja, was muss ich noch sagen? Das ist nämlich, ja, sie bilden halt Großkolonien. Also, Mhm. ja doch, sie bilden halt Großkolonien. Und was noch? Ja, ich meine, es war schon alles. Ja, es war schon alles. Wie gesagt, noch ein Kehr. So, das sind klein, ganz winzig kleine Tiere. Das sind natürlich Insekten. Und die Okay. heinst du allein, heinst du nicht allein. Und die leben so an Kolonien. Okay. Also, hab eine Frage an dich. Ist diese Insekt, also fliegt dieser Insekt? Ob sie fliehen? Ja. Nee, nee, ich denke nicht, sie fliehen nicht. Nee, sie fliehen nicht. Ich noch nie, also, ich habe noch nie, dass der gesehen, ich noch nie, also, dass der gesehen, dass du fliehen kannst. Noch nie. Also, ich denke nicht, sie fliehen nicht, sie fliehen nicht. Okay. Dieses Insekt fliegt nicht. Also vielleicht also nicht die weiblichen, sondern männlichen vielleicht fliegen. Äh, also ist es vielleicht eine Ameise? Weil die bauen diese Kolonien auf unter der Erde und oder kann es sein, dass sie also ja, ich glaube, die sind Ameisen oder Ja, das ist nicht? korrekt, das Okay, sind Ameisen. Wisst doch, Ameisen. hier was? Also, ob Lützeburg, also modern Lützeburg siehst du Ameisen. Mehr alle Lützeburg sind nicht Seehomisches. Seehomisches. Ja, Seehomisch. Ja, Seehomisch ist es. Und was heißt das Seehomisches. buchstäblich? Wie meinst Seehomisches. du Buch? Wie meinst
Wie meinst du buchstäblich? Wie meinst du das? Ja, ich meine, also was bedeutet dieses Wort, also buchstäblich? Also ist es vielleicht, das kommt aus einem Verb, vielleicht. Nee, 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 das ist einfach rein alle zu Wort. Okay, was das noch richtig bedeutet, so die richtige Origin von dem Wort, und ich auch keine Ahnung, aber das all richtig Lützeburg Wort davon als ein Seehomus. Mir haut sie Mhm. das, so Leid am Menge Malta, so, ich mein, oder die mehr Jungleid, die mehr Junggeneration, die so ein Ameis. Was auch Mhm. und sich auch richtig ist, mir eigentlich die richtig Lützeburg übersetzt, nicht richtig mehr. Ich bin mal früher gehört oft, der Golf Ducks, so oft ich auch Ducks, Golf Ducks, ein Seehomes benannt. Okay. Seehomes. Seehomes. Okay. Das Ja, ist wie komplett, gesagt, komplett how tun anders. ich dir vielleicht, also ich bin so, how tun ich dir vielleicht nur einfach wieder gehen, mehr schon die bewusst ausgewählt, weil Lützeburg, wenn du die richtige Lützeburg-Übersetzung hey hast, das ist gar nicht identisch mit der deutschen Übersetzung, verstehst du? Zum Beispiel, Okay. wenn ich dir gibst so, du hast ein Seehomes und du weißt nicht, dass Seehomes Ameis bedeutet, dann gibst du auch denken, was willst du mir da mal zu? Ich verstehe gut nicht, verstehst du? Aha, ja. Okay, okay, okay. Habe ich verstanden. Ja, 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 ja. Okay. Okay, gut. Und Dann, jetzt machen wir das letzte Wort, weil wir ja, keine das letzte Zeit Wort. noch übrig haben. Das letzte. Okay, doch, das letzte Wort, okay. Das ein Dach, das ist ein ganz speziellen Dach. Mhm. Und die Jungleid, weißt du, so an jungen Alter, weißt du, so bei ganz Junkers, holt in den Dach am Allgemeinen immens gerne. Weil an dem Dach geht, so geschieht aber Spezielles. Mais, par contre, so für die Arbeit, ist das ja schon spezial, aber nicht so wirklich so spezial. Den Dach geschieht nicht mehr einmal am Jahr. An dem Dach, du, du denken vielleicht so, wenn du richtig gut Kollegen hast, so, oder wenn du eine Freundin hast, eine Freundin oder was weiß ich, was so, die Leute, die dir immens ganz nah stehen, die dir nah stehen, die werden an dem Dach und dich denken. Also, das, wie gesagt, Ich muss das noch ist verstehen, was speziell. Dach ist. Weil in meinem Kopf Ah, das bedeutet also Dach im Deutschen, aber ich bin mir sicher, dass es nicht ein Dach ist. nee, das ist kein Dach, also das ist kein Dach am Haus, nee. Nee, das ist ein Dach. Zum Beispiel, ich gebe da ein Beispiel, okay? In Jahr wird 365 stehst. So, Dach als und sich das Singular vom Pluriel dich. Ich gebe da ein Beispiel. In Dach, das zum Beispiel Menden. Menden als in Dach. Dünsten als in Dach. Ah, ein Mittwoch Tag, als. ein Tag, also ein Tag, okay. Ja, ja, genau. Tagen, Das ist in okay. Dach, genau. Danach, okay. Sehr Das ist gut. so ein Noch einmal. spezielle, das ist speziellen Tag am Jahr Okay. an, an jungen Alter, so an jungen Alter, findet den Tag immens gern. So, es tut in den Tag immens gern. Er Mhm. denkt sich so, wow, das ist ein ziemlich coolen Tag, das ist ein ziemlich coolen Tag. Aber wenn du mehr allgehst, dann, ja, musst du den Tag noch, den Tag ist nicht mehr so interessant, das ist nicht mehr so flott. Respektiv, es gibt paar Leute, gell, wenn sie mehr angehen und den Dach gar nicht mehr gerne. So, es gibt paar Steck, die und den Dach gar nicht gern. So, sie fanden den Dach nicht cool. Und an dem Dach, so, an dem Dach, all die Personen, die dir ganz nah stehen, die denken normalerweise und durch, weil den Dach hast nicht mehr für dich selber. Und durchgeriecht, gell. Den Dach geschieht nicht mehr einmal am Jahr. Das geschieht nicht mehr ein Kehr am Jahr. Okay. Ähm, ist das Okay, also Kind. es ist also für jede auf dieser Planete ist das ein besonderer Tag. Also, und Genau. für uns, jeder von uns hat so ein Geburtstag, ne? Das ist ein Geburtstag, ne? Ja, das ist ein Geburtstag, genau. Das ist ein Geburtstag, korrekt, ja, Okay. tipptopp. Und das ist ein Geburtstag. Weil,
weil, weißt du, an jungen Alter, so, wenn du 7, 8, 9 Jahre alt warst, gell, du feierst so Geld an Tag, so, du wirst so gefeiert, so, juhu. Und Und als jeder denkt Teenager, an sich, an diesem Tag, jeder denkt an sich selbst. Hast du gesagt, oder? nee, nee, ich habe gesagt, an dem Tag, all die Personen, die dir nur stehen, so Leute, die du gerne hast, Leute, zum Beispiel Kollegen, Okay. Familie, Freundin, Freund, gell, die denken an dich, zum Beispiel, Ah, okay, denken an dich, okay. wann ich Geburtstag habe, wann ich Geburtstag habe, was der 19. Februar ist, dann denke Okay. ich daran, am 19. Februar, also mein Kollege, meine Familie und so weiter, um mich, die denken so, Denken. Sie ah denken an ja, du dich an machst diesem mit dir Tag. Geburtstag. Okay, okay, Genau, okay. An diesem Tag denken sie an dich. Ja, okay. genau. An diesem besonderen Tag. Okay, Ich, ja. ich, ich denke, ich denke, das wird Dach, ich bin ja Kind vom polnischen Dach, denke ich. Weil auf Polnisch, in Dach, wie auf Polnisch siehst du auch Dach. Mhm. Und ich denke, das ist genau, nämlich für Blötzeburg. Ich denke, es wird Dach, das Kind vom Holländisch. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ja, ja, das ist das gleiche Wort. Im Niederländischen sagt man Dach. Ja, genau, genau. Auf Ja, Holländisch siehst du ein Dach, Dach. genau. Dach, sagt man. Okay. Und du, wie hast du Geburtstag? Also 4. Januar. 4. Januar. Ich bin Ah, 1995 geboren. Also bin ich jetzt 26, 27, ja. Ja, also bald bin ich 28. 95 warst du geboren. Okay, ich die 97. Ja, du warst also am 4. Februar? 9. Februar? Nee, Was hast du gesagt? 19. Februar sind ich geboren. 19. Februar, okay. 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 Sehr schön, sehr schön. Marc, wow, ich bin komplett ja, überrascht. Ja, ich bin auch erstmal ich bin ziemlich überrascht, dass du was mich verstehst, weil eigentlich Lützeburg als ein Spruch, wie soll ich erklären, das ist nicht so ein Popularspruch wie Englisch oder Französisch. Und eigentlich es gibt noch viel Leute, die mengen so Lützeburg wie einen deutschen Dialekt oder einen holländischen Dialekt. Und ich bin ziemlich überrascht, dass ich mal die Lützeburg schwätze, weißt du? Und eigentlich, ich schwätze mal nicht los, gell? Ich schwätze natürlich Lützeburg mit dir. Also, ich schwätze Lützeburg so, wie ich mit meinem Kollegen Lützeburg schwätze, gell? Und einfach bist du noch kapabel, du bist kapabel, mich zu verstehen. Also ich stehe da Lützeburg so, was ich per se ziemlich cool finde, weil ich denke, du könntest ja aus Libanon, gell? Du könntest ja aus Libanon. Richtig. Ja, und das ist doch immens cool, weil eigentlich, du schwätzt so Deutsch und Holländisch. Aber Deutsch und Holländisch sind nicht deine Mama-Sprachen. Das sind ja Sprachen, die du selber beigebracht hast, gell? Mhm, richtig. Ja, ja, ja. Und das ist so und sich das ist immens cool, aber zu wissen, weil Holländisch und Deutsch hast du selber gelernt und dann winkst du zu Sprachen, das ist, also das ist möglich, effektiv, mit dir und Lützeburg, allein über Lützeburg zu schwätzen. Und ich bin froh, verstehst du bald alles, was ich dir so? Oder geht Äh, halt zu Momente, wo es ein bisschen schwer ist? also ich verstehe fast 80 bis 99% von dem, was du sagst. Und ja, ich bin überrascht eigentlich. Ich habe mich, da Ah, bist du wieder, da bist du ja, wieder. moin. Hallöchen. Ja, Hallo ich nochmal. glaube, ja, moin, Arike, ja. Ich glaube, du gerade rausgekickt, mehr Ja, ich strenge auch, verloren. ich auch. Sie haben mich auch Also, rausgekriegt, weil wir hatten nur 40 Minuten, glaube ich, und dann, ja, aber ah, ja, nur das 40 heißt, du hast Minuten auch, brauchst du. ich Deswegen. auch, ich auch, ich auch. Okay, cool. Und du hast mich gefragt, ob ich, also wie viel ich von das, was du gesagt hast, verstehen kann. Ja, genau. Und ich habe dir gesagt, naja, 80 bis 90%, wenn du so sprichst, auf diese, weißt du, auf diese Tempo sprichst. Vielleicht, wenn du etwas schneller, wenn es schneller geht, vielleicht hätte ich einige Probleme damit. Aber ansonsten finde ich, ja, ansonsten verstehe ich so fast 80, 90% sowas.
just das day. Das ist so wie ich wirklich schwätze, gell? Ich schwätze, ich kann nicht mehr sehr schwätzen. Du hast mein Maximum. Wow, okay. Also, Okay. also wie ich nur gerade mit dir schwätze, ich schätze mit dir gerade so, wie ich mit meinem Kollegen und mit meiner Familie so schwätze, gell? Also, Schneller ich geht's kann nicht mehr nicht. sehr schwätzen. Schneller Nee, geht's nee, der nicht. geht nicht. Nee. Wow, okay. Dann bin ich schon überrascht. Wow. Ja, wie erwähnt, Vielleicht soll es Lützeburg. ich hatte nicht erwartet, ja, dass ich alles, fast alles verstehen kann. Ja, vielleicht da ich schon Niederländisch spreche, Niederländisch und Deutsch, ich vermute noch, dass Luxemburgisch vielleicht so in der Mitte steht, also in der Mitte von Deutsch und Niederländisch. Vielleicht, was denkst du? Ähm, Ja, ich, ich meine noch so, dass Lützeburg so zwischen Deutsch und Holländisch leid, weil Lützeburg das, so, das ist auch ein germanischer Spruch und es tut auch, es ähnelt immens viel dem Deutschen. Zum Beispiel, ich kann mich erinnern, Alkeas, wenn ich im Ausland sind, zum Beispiel, ich sind also zu Spanien, zu Japan oder zum Beispiel ich so zu China, aber wenn ich mhm. Lützeburg schwätze, dann denke ich, der redet so, ich wäre ein Deutscher oder ein Holländer. Weil die Spuren sich immens krass ähneln. Zum Beispiel, wenn ich nur Deutsch, weißt du, wenn ich von Lützeburg auf Deutsch switchen, so, also umtauschen, switchen, Mhm. du hast keine große Differenz. Das ist nicht so wie von Lützeburg auf Japanisch, verstehst du? Das ist Ja. eine gesagt. Oder zum Beispiel, wenn ich nur von Lützeburg auf Holländisch switchen, umtauschen, die Differenz ist auch nicht so groß. Weil das sind schon Mhm. so Sprachen, die ähneln sich immens viel. So von der Syntax hier, und auch vom Vokabular, so. Und auch von der Denkweise. Du weißt, gebe ich so Lützeburg like, ungefähr so an der Mitte, so zwischen Deutsch und Holländisch, plus Lützeburg hat auch immens viel Französisch wieder, so wieder vom französischen Origin, zum Beispiel Preskription, gell? Oder Mhm. Responsabilität, Plus oder ou zum moins. Beispiel rekommandieren, so. Ja, plus ou moins, genau, plus ou Plus ou moins, ja. moins vielleicht auch. Ja. Eng aner froh. Ech eng aner froh. Weil du schwätzt auch vielleicht Französisch als den Mammespruch, gell? Aha, ja, das ist eine Muttersprache. Mhm. Okay, Das ist eine meiner Muttersprachen. Ja. denkst du, dat wingst den Französischen auch vieles kannst verstohlen, zum Beispiel durch Preskription oder Rekommandeieren. Ich denke, wenn du gewircht wärst, den Lodei als Mammespruch hat, vielleicht gehst du plus ou Ja, moins verstohlen, weißt du, ja, vielleicht plus ou ja, moins. aber ich muss sagen, dass diese Worte auch im Englischen findet man diese Worte, also wie Prescription, ja. Also Ja, diese stimmt. Worte findet man im Englischen. Deswegen, also es ist nicht ausschließlich auf Französisch, weißt du. Aber es gibt Worten, ich glaube, die du noch benutzt hast, die rein französisch sind. Also wie plus ou moins zum Beispiel. Ein Plus ou Amerikaner moins wird zum plus ou Beispiel. moins nicht verstanden, Ja, oder? Ja, deswegen. ja, genau, das Ja. so. Und ich bin auch noch froh, Zunter, wie lehrst du schon Deutsch und Holländisch? Zunter, wie nie? Also Deutsch, vielleicht, wenn ich also 15 war, mit 15. Ja, Mit 15, 15 okay. Deutsch und Niederländisch ein bisschen, ja, später. Also vielleicht, wenn ich 20 oder 19 war. Also ja, Ah, interessant. mit 19, 20. Mehr oder weniger. Und was du daran interessiert, vielleicht Lützeburg zu lernen. Ja, warum nicht? Warum nicht? Also ich habe dieses Bedürfnis nicht, Luxemburgisch zu lernen, jetzt gerade, momentan. Aber ja, wer weiß, vielleicht in der Zukunft. Vielleicht. Oder Schweizerdeutsch auch. Aber ich finde Schweizerdeutsch ein bisschen mehr, also Luxemburgisch zum Beispiel im Vergleich zu Schweizerdeutsch ist ein bisschen zärtlicher, meiner Meinung nach. Okay, es ist zärtlicher als Schweizerdeutsch finde ich mehr, weißt du, äh, Ja, aber ja, Luxemburgisch ist zärtlicher, meiner Meinung nach. Es ist mehr findest du? soft. Ja, doch, doch, du stimmst.
mir steht so, weil ich war auch an der Schweiz und als ich an der Schweiz war, ich fand Schweizer Deutsch, das ist schon ziemlich, also wie gesagt, also ich schicke Schweizer, also all die Leute, die nur aus der Schweiz kommen, gell, ich kann kein Wort Schweizer Deutsch, das ist für mich ziemlich schwer, Schweizer Deutsch zu verstehen, weil das ist auch für mich nicht so zärtlich, verstehst du? Aber ich bin auch froh, also für dich mehr liegt Lützeburg zu verstehen, wie zum Beispiel die Schweizer Deutsch, oder bist du ja nicht das? In der Zukunft, in der näheren Zukunft werde ich versuchen, mit einem Schweizer zu reden. Ich kenne schon viele Schweizer, aber habe niemals ein Video gedreht. Aber ich Nee, werde nee, nee. versuchen, ein Video zu drehen, Ah, also zu sehen, ob ich mehr Schweizerdeutsch verstehen kann als Luxemburgisch. Aber bin mir nicht sicher. Ähm, Was denkst du? Kann ich, könnte ich in der Lage sein, Schweizerdeutsch besser verstehen zu können? also, ich denke, ja, ich denke, du kennst effektiv Schweizerdeutsch verstehen, weil du sprichst auf mehr Experience, gell? Also, wie gesagt, als ich im Spruch gelernt, also schnell Deutsch gelernt, als ich in der Schweiz war, man war niemand nicht Schweizer Prozent, so 50% plus ou moins, verstehe ich, was ihr seht. Einzige Momente, ich verstehe 0%. Du verstehst du? Ja, Ob du noch kapabel bist, das zu verstehen, ich gebe es so, vielleicht ja. Ich meine ja. Weil ich meine, wie viel Spruch schwätzt du schon? Mate? Du schwätzt doch 10 oder 14 oder wie viel Spruch schwätzt du? also ja, 13, 14, das hängt davon ab. Okay, ich meine gut, weil du schon so viel Spruch schwätzt, Hallo, hallo, Marc, ich höre dich nicht. Du bist total eingefroren. weil Hallo, du schon die Experience zuhältst, durch die Experience stehst du, was ihr seht. Weil Schweizerdeutsch. Ah, hallo? hallo, hab dich nicht gehört. Du warst total eingefroren. Dein Bild war Ah, okay. total eingefroren, deswegen. Aber jetzt Yes. bist du wieder. Okay, was hast du gesagt? Du Ja, ich letztlich. denke so, ich denke so, Schweizerdeutsch, das ist auch ein Kompliment, tut auch immens viel, ich denke, das tut auch auf Französisch wieder, und vielleicht, also ich denke, das ist meine Hypothese, gell, vielleicht auch Italienisch wird da auch so romantisch, wird auch romantisch, ich denke mal, das ist meine Hypothese. Und ich denke, wie du schon vielleicht in Französisch kannst, auch noch Italienisch, also ich kann kein Italienisch, du kannst ja schon Italienisch, gell, Mhm. ich meine, für dich wird mehr einfach. Ich denke mal. Mhm. Kann sein. Ja. Aber Romansch ist ja, Romansch ist so eine Mischung von Italienisch und Schweizerdeutsch, ne? Äh, Du machst keine Ahnung, ich weiß nicht, keine Ahnung, ich will keine ja, Ahnung. ja. Oder vielleicht hat es ja nichts zu tun mit dem Schweizerdeutsch, weiß ich nicht. Ja, Ähm, vielleicht tut das man Schweizerdeutsch nicht zu dienen. ja, ja, bin mir nicht sicher. Marc, ich muss diese Aufnahme beenden, fertig machen. Hat sehr viel Spaß für mich gemacht. Es war wirklich spaßig, mit dir zu reden und ja, und wir haben gesehen, wie viel ich Luxemburgisch verstehen kann. Ja, Ich hoffe, das hat dir auch Spaß gemacht. Hoffentlich. immens viel, immens viel Spaß gemacht, ich bin ziemlich überrascht, also ich war drin krass überrascht, weil das ist cool. Du kannst aus Libanon, ich schwätze mal die Lützeburg, du verstehst mich. Das ist cool. Ja, fand ich auch. Okay, Marc, also bis zum nächsten Mal hoffentlich mit einem Weil neuen bis zum Video nächsten Jahr. vielleicht, wer weiß. Und Ja, ja, mach's gut. Auf Wiederhören, ja, Marc. Tschüssi. der Einen Eddie, schönen Tag schönen noch. Abend noch, Eddie. Einen schönen Tag noch. Tschüss. Eddie.